Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Wir spielen heute den Fall 2, das Rätsel auf den Gleisen müsste das heißen. Ja, genau, oder das Rätsel auf den Gleisen. Ich kann mich nicht mehr viel daran erinnern. Ich weiß nur noch, dass es ein bisschen verzwickter war, weil die Schlussfolgerungen, die man treffen kann, wesentlich komplexer waren. Aber das schauen wir uns einfach mal direkt selber an. This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. Certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the Crown itself. You must help us with those methods of yours. Need help. Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Okay, das war wohl sein Bruder. Und er hat wohl ein nicht so gutes Verhältnis zu ihm, wie man eindeutig feststellen konnte. Ah, jetzt habe ich auch die Ego-Perspektive endlich gefunden. Ja, und der braucht wohl unsere Hilfe. Und wir haben einfach gar kein Interesse, weil wir unseren Bruder anscheinend so sehr hassen. Na gut, schauen wir uns einfach mal an, wie das sich weiterentwickelt. So. This is where I keep my post. Okay, hier hat sich nichts groß getan. Wir müssen ja noch fertig packen. Look after Mrs. Hudson for us, Toby. Hundefreund. Alles klar. Oh, Teleskop. Da wollte ich auch schon die ganze Zeit reinschauen. Das ist doch die Prostituierte. Ich habe ihren Namen vergessen. Aber in den anderen Teilen kam sie auch schon öfter mal vor. Man musste auch mit ihr interagieren. Also nicht so, wie ihr jetzt denkt, sondern man musste Informationen aus ihr herauslocken. Sie war irgendwie
Profi-Ringerin, was man ja auch ansieht. Und ist irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie war sie Zuhälterin oder irgend sowas. So, ich weiß gerade noch nicht. Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We shall be late for the train. Alles klar. Dann müssen wir wohl rausgehen, wa? Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Eine Woche später. Das dauert wirklich eine Woche hier. Ah. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But- Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. Okay. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Krass. Dann ist der Zug einfach verschwunden. Heftig. Das ist ja mega strange. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Gut. Wir müssen schauen, was mit dem Zug passiert ist. Und dazu schauen wir natürlich zuerst auf die Gleise. Er kam aus der Richtung? Also, ich sehe noch nichts. Oh. Achso, ich kann den Bereich natürlich auch wechseln. Aber das will ich ja gar nicht. Ah, jetzt kommt diese Sicht. Also der Zug kommt von da. Fährt hier lang. Und This is the verschwindet. place where we saw the train vanish last night. Und verschwindet vor diesem Ding. Boden bei den There are no Schienen. tracks or footprints on the ground. A discarded item, possibly thrown from the train. Railway sleepers, nothing unusual. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. Okay, also. Wir haben keinerlei Hinweise darauf, dass der Zug irgendwie die Gleise verlassen hat. Somit,
ja, können wir das Verschwinden des Zuges aktuell einfach nicht erklären. Wir finden auch nicht mal Fußspuren oder sonst irgendwas. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Was mich interessiert, sind die Personen aufgetaucht? Das wäre eigentlich mega interessant. Möglicherweise sind die Leute halt gar nicht tot. Alles klar. Was sehen wir denn an ihm? Seine Mütze? Ach nee, die grauen Haare, okay. Oh. Ehrenbahnhofsvorsteher. Oh. Er hat Spuren. Verheiratet. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Okay, den brauchen wir auf jeden Fall. I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. Gut, dann klauen wir die einfach See you mal. later, my good man. Okay. Dann sollten wir hier vielleicht einfach rein. Zack. Oh, hier wird wohl die Post aufgehoben. Railway post bags. Aber nichts wirklich Hilfreiches hier. Waiting Hall. Perfekt. So. Auch niemand da. New Direct Route. The Railway Magazine. Und hier ist die Karte, die wir brauchten. So, ich muss erstmal gucken. Wir sind ja irgendwo da. Hier sind wir irgendwo gewesen. Und der Zug kam von hier oben und ist vor London. Also Richtung London ist er verschwunden. This map will be useful. Okay. Nur damit ich für die Zukunft da keine Fehler mache. Hier ist er verschwunden an der Stelle und ist in die Richtung gefahren. Nicht in die Richtung, in die Richtung. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir einen... Ja, einen See. Hier haben wir einen Steinbruch. Und Waldgebiet. Na gut. Dann schauen wir uns doch noch ein bisschen um. Hier ist nichts. Nutzen wir nicht. Der dreht sich ein bisschen im Kreis. Okay. Waiting Hall. Warehouse. Was haben wir denn hier im Warehouse? Gerümpel. An old locomotive bell. This part is probably from a locomotive. This place serves as a storage area for the station. Also viele Ersatzteile haben die ja nicht, ne? This part is probably from a locomotive. Na gut. So viel zum Warehouse, aber hier fehlt ja noch was. Wir suchen ja noch sein Büro von dem... Genau. Hier mussten wir auch noch rein. Platform Tickets. To be given up on leaving the platform.
Alles klar. So. Das Telegramm. Message to all stations. Mr. Robinson is located at Brightlington Station. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. So, Line Nottingham, London. Type Trainliner Number 324. Composition, Locomotive Coal Car, First Class Car, Postal Wagon, Special Wagon, ordered by Mr. Robinson. Second Class Car. Okay, wir haben also Kohle, erste Klasse, einen Postwaggon und dann einen Spezialwaggon, den Mr. Robinson unbedingt angehängt haben wollte. Und dann kommt ganz zum Schluss noch eine zweite Klasse. Here Okay, is the train set. alles klar. Genau, da sieht man es nochmal. Dieser Sonderwagen, das ist der uns interessiert. Wahrscheinlich interessiert. A telegraph. Und was wurde damit geschrieben die letzte Zeit? Das wäre interessant. Gut. Dann spreche ich jetzt noch mit den Herren hier. Da steht Sonderwagen. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington Station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. But what kind of problem that they didn't say? That is interesting. You mentioned a problem at Bridlington Station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. Alles klar. Verstanden. Also müssen wir da jetzt erstmal erfragen. Gut. Ups. Ja, dann machen wir das doch. Dann fahren wir da mal hin.